Wat ik nu wil reden wel is Oabeit en financiën, Oabeit en Jelt. En ik weet dat is een grote zaak voor ons teacher. En we gaan het alle van thuis zo te arbeiden, nee. En we gaan tot de stad. En dat is niet wat dan, nee. Maar we moeten de eerste Mose gaan, hè. Dat is interessant. Ons had aanvang Bibel aan, eerste boek. Du sagt Gott uns so ganz klar, warum hij ons merkt. Dus veel denken wir, warum heeft Gott ons gemerkt? Dan wird langweilig, wir werden Eltern allein sein. No, dat is goed toeven, nee. Wat is onze arbeid hier op de wereld? Waarom zijn we hier, nee? Eerste Mose 1 van 26 en wieder. Gott sagt es dit. En dan zegt Gott, weil wir Menschen merken, dat zoals wir zijn, en ons lichten. Lot en Macht hebben, über de Fisch im Meer, über de Vejel in de lucht, über dat Feu en de wilde tieren, en über alles wat du schreibst. En Gott maakt Menschen, die ze weer ons hij nu zijn plan. Hij maakt mans mens en ook frühmensch. En Gott zegende en zegt, mocht je kinderen hebben en je über de gaunze eer vermeerderen en über de iedere gieren. Je zal de macht hebben über de Fische Meer, über de Vejel in de lucht en über alles wat du op je leeft. Dus hier hebben we van aanvang aan, wo Gott ons redt en ons zegt, dit is waarom je hier bent. Dus dit is waarom Gott ons merkt. Hij heeft ons gemerkt, du met wie is hij zijn, du met wie am leiden, aber alles wat we ram ons ram van Deutschland zijn, wat we hier op deze wereld zijn, alle tieren, alle natuur, alles wat we zijn, wie zijn nu de chef over dit, wie zijn nu de wirt over dit. Dus dit is nu ons. Dus Gott merkt dat alle, en dan geeft dat alle aan ons. Dus die had dat niet doorgebracht. Gott wordt zich veel beter met al dit weten als wie. Dus die wordt veel betere entscheidungen treffen als wie. Aber Gott zegt, ik vertrouw je, en dit is wat ik wil, wat je doen. Wat is dat? Dat je de macht hebt over alles wat op deze wereld is. Wat heet dat? De macht hebt over dat. Dat heet, dit is nu ons. Alles wat u ziet, dat feu, de natuur, alles wat u van Deutschland ziet, dat is ons. Dat heeft God ons gegeven. En nu zegt hij, nu arbeid met dat. Dus nu dit wordt met dat. Nee? En het is van aanvang aan, van eerste Mose aan, zo wie God zijn plan voor ons mensen is dat we arbeiden. Dus arbeid is een zegen. Dus hij had zo veel met mensen gereden en hij zei, wanneer ik mal eindelijk im Himmel zie, dan wil ik mal niks stenen. En ik denk me, nou, dat word ik gleich gegeven im Himmel. Dus God heeft ons gemerkt om arbeiden. God geeft ons de arbeid. De arbeid is een zegen. Ik geloof, we worden im Himmel in de eeuwigheid met God, krijgt zo arbeid als nu. Dat einzige onderscheid wat du wat zijn is, dat wordt leichter zijn. We worden niet zo ja, du ver rakere maten en ons meest dirt arbeiden maten voor dit jaar, want dat je hem alles noemt vol, nee, nu de zin. Aber we worden arbeiden. Dus de arbeid is een zin. Verder zin, wie de arbeid al doen. Wat we van de eerste arbeiden, wat de man had. Alle tieren aan. Stel je dit maar voor. Alle tieren die van Deutschland zijn. Adam had de verantwoording al deze tieren te nemen. Dus ik geloof, dem grond waarom we ons van onze tieren zijn, spoosje noemen gaan, is wanneer we langweilig. En dan zie je tongue er allemaal gewoon in bed, wanneer je mooi. En dan wist je goed wat er in de aan zit. Maar dat weer dem zijn arbeid. Ren alle tieren aan. Want dat weer nu alle zijn tieren, die had nu macht over dit. En dat is van Deutschland, dat komt het zelfs met ons. Dus de arbeid wat God ons geeft, is een zegen. En dat zal een zegen zijn voor ons, voor onze familie en voor de mensen om ons heen. Arbeid is niet een slechte zaak. Arbeid is een goede zaak. En we zullen alle zo schaffen, we zullen alle arbeiden. Dus laatst lees ik en dan hoor ik me wat aan. En deze mens zegt, mijn angst is dat ik naar de hemel kom en ik zei, ik heb me ganz verpust, ik ben ganz uitgerust. Dus ik voel me ganz verpust. Dus dat is mijn angst. Dan stond hij, waarom würde zo zijn? Dan zei ik, wat ik wil, dat ik naar de hemel in de eeuwigheid kom, en dat ik ganz mooi zie, en ik weet, ik ga rein alles gegeven wat in mij binnen is. Alles wat ik had, dat heb ik gegeven. Waarom? Want dat is wat God van ons wil. Die geeft ons van deze dag kracht, die geeft ons dat eten, die geeft ons gezondheid. Doordat we alles van dat we gaan, aan wat teruggeven. In de arbeid wat we doen. Doordat we alles wat we doen, aan teruggeven. In Kolosser 3, de vers 23 bij 24, redt Paulus ganz klar darüber. Und Paulus
wie sollen dort in verschiedenen Städten in dem Sinne Bräuf, dass der Red klar darüber, dass wir als Christen sind berufen zu arbeiten. Nee? Kolosser 3, Vers 3, finde ich, 24 sagt, ist das. Alles, was je dürfen, das dort vom Herzen jeren als für Gott und nicht für Menschen. Das haben wir angehört, je so viel gearbeitet werden, wie denke ich, ich muss das besser dürfen für die Menschen, ich muss das dürfen für die Menschen. Nee? Und das ist schon Geld, aber stell dir mal das mal so vor. Wirst du Leute, was Geld dürfen für die Menschen, oder wirst du Leute, was soll Geld dürfen für Gott? Ich glaube, der Antwort ist das Zweite. Wir würden das viel Leute dürfen für Gott. Da wir eine gute Arbeit für Gott dürfen. Nee, dann sagt er Vers 24. Die wollte, dass die vom Herrn aufgeschrieben wurden. Die dienen dem Herrn Christus. Das ist, was du von dir schon dachtest, die Arbeit, was du von dir schon dachtest, der Herr sieht dort, der wollte, dass du schwör du verarbeitet hast, dass du ehrlich du mit arbeitet hast, dass du nicht stehlen hast, du hast für dich gearbeitet. Und er sagt, die wurden aufgeschrieben. Das ist das erste Versprechen Gottes. Nee? Und das wo die Finanzen ankommen. Nee? Das ist eigentlich, wie es steht, wie Hand dort ganz klar, wie man das soll schaffen, soll arbeiten. Und der Herr sagt, wenn die arbeiten, wenn die mich aus dem Herrn von jener Arbeit und von jener Geld merken, ich will ihn sehen. Also ich hatte gerade gelesen, Kolosser 3, 24, die hatten aufgehört, die wurden aufgeschrieben von dem Herrn. Und das ist das Versprechen Gottes, wenn wir ehrlich arbeiten, wenn wir so arbeiten, wenn wir dem Herrn Gott als Herrn von unserer Arbeit merken, der wird uns sehen, der wird die sehen. Das ist das Geld und die Finanzen, das ist schon sinnig. Das ist so viel, so wie dem Geld und Finanzen haben, das von Beusen. Das ist eine Sinn, viel Geld zu haben in diesem Jahr, nicht? Und ich will nicht darüber reden, dass wir müssen viel Geld haben in diesem Jahr. Aber was ich will, dass wir verstehen, ist, die Finanzen, wenn wir Finanzen reden, von ehrlich arbeiten und Geld arbeiten, das ist ein Sehen, was der Herr uns gibt. So, das ist was Gutes, das ist nicht was Schlechtes. Das ist, wenn die nur bei so geschafft haben, und du setzt die Arbeit ehrlich mit seinem Geld und der hat das Typ gearbeitet, das ist nicht was Schlechtes, das er Geld hat. Einzig redet Busia Typ als andere, das ist okay, das ist nicht nur die Frau. Einzig hat mehr als andere, das ist auch okay. Das ist nicht die Frau, nee. Aber wir müssen verstehen, das ist ein Sehen von Gott. Aber du hast diese eine vor, nee. In Matthäus sagt, du redest Jesus so viel über unsere Finanzen und über unser Geld. Nee. Und er fängt in Vers 21 an. Und er sagt es das, wo dein Schatz ist, dort wo dein Hort ist. Das ist, wo du ab Wert leist, dort wo dein Hort ist. Das ist, wenn du den Wert ab das Geld leist, ab die Finanzen leist, dort wo dein Hort wird sein. Wenn du dich ganz fokussierst, ich muss so viel Geld haben, ich muss das Geld haben, ich muss das Geld haben, dann darfst du das falsch. Wenn dann ist dein Hort durch, und dann ist dein Leben geht um das Geld, und alles dreht sich durch, weil man mehr Geld verarbeiten. Und das geht nicht darum, dass du das für den Herrn tust, du tust das für dich. In Matthäus 6, 24 sagt Jesus das ganz klar. Du kannst nicht für Herrn dienen. Du kannst nicht das Geld dienen und mich dienen. Das ist entweder ein oder das andere. Du kannst nicht beides zugleich. Du kannst nicht, da kann nicht sein, dass die Finanzen und die Arbeit Herr ist in dein Leben und dass ich auch Herr sein. Warum? Wenn Jesus will der einzige Herr in dein Leben sein. So ihr all die andere Videos al gesagt hat, Jesus will Herr sein in alle verschiedenen Städte in dein Leben. Das selbst mit das. Und er gesagt hat hier ganz klar, du kannst nicht das Geld deine, du kannst nicht, dass das der Herr ist und dass ich auch sie. Entweder das ein oder das andere. Aber die Sache ist das, wenn du mich Herr merkst von deinem Leben, wenn du mich Herr merkst von deiner Arbeit und von deinen Finanzen, dann wird ich die sehen. Dann wird all das kommen. Nee? Matthäus 6, 33. Wir haben das in der Bibelvers alle gelesen. Seht ihr das Reich Gottes. Und all das wird nicht kommen. Okay, was ist all das? Das ist, was ich alles gesagt habe. In Matthäus 6, von 19 und wieder, und 24 und wieder, dass du redest über die Sache von der Welt, über Geld, über Finanzen, das redest du über. Das ist, was Jesus sagt, ist das. Wenn du erst das Reich Gottes siehst, alles, was du tust, das geht darum, dass du das Reich Gottes siehst, und du prüfst das zu finden, und du prüfst Gott mit deinen Händen zu lernen, du merkst Gott Herr in dein Leben, über alle, jeder einzelne steht in dein Leben, dann wird all diese Sachen, was du brauchst, und mehr als was du brauchst, wird ich dir geben. Okay?
Dus dat Jesus is hier ganz klar damit. Wenn du prüfst, dat Arbeid te doen, dat du wirst eerst dat Geld, du wirst eerst die Arbeit, du wirst eerst ein Auto haben, du wirst eerst ein großes Haus haben, und an dem Herrn deine, dann wird das nicht schaffen. Wenn dann denkst du das Geld, dann denkst du deine Arbeit, dann dort den Herrn. Und Jesus dreht das hier an. Und er sagt, wenn du mich siehst, wenn du erst das Recht Gottes siehst, wenn du mich als dein Herrn über dein Leben, über deine Arbeit, über deine Finanzen stellst, dann wird all das Ewige, wird dir geben. All das, was du brauchst, und mehr. Dus Jesus sagt, ich weiß, was du brauchst, ich weiß, was du zum Eten brauchst, ich weiß, was du brauchst zum Leben, ich will dir das geben, und ich will dir mehr geben. Das ist ein Versprechen von Jesus. Nee? Und sie haben viele Videos gesehen, ja, die Versprechen von Gott, die ändern nicht. Nee? Das duizenden Jahre, die verändern sich nicht. 2. Thessalonicher 3, Vers 10 sagt das so. Als wir nach Beginn wären, seht wie jent das auch. Wenn ich arbeiten will, der soll ich nicht eten. Das ist dasselbe für uns von der ersten Tag. Dus wenn wir arbeiten, wo wir eten, und der wird uns sehen, und wir müssen arbeiten, wir müssen hart arbeiten, wir müssen so arbeiten, und der sehen, was du nur kommen. Das im Psalm 113, ein paar Feuer, da sagt er ganz klar, der Herr, der Sehnte, der Amtfähigte, und der Seine, Gebete, gehorsam sind. So Seine, das sind alle Städte in deinem Leben, okay? Der will dich mit Gesundheit sehen, der will dich mit deiner Familie sehen, der will dich mit deiner Arbeit und mit deinen Finanzen sehen. Das ist, was Gott für dich will. Okay? Du brauchst nicht Angst haben, du fährst mal einmal dort, was schlecht ist, wenn Gott dich anfängt zu sehen. Das ist wie aus Deutsch, wir haben das vorher gesagt, nu habe ich die Arbeit, nu schiebt das so an, mit meiner Jahr, als ich vielleicht in Wirklichkeit brauche, die Finanzen sind gehört, und das, ja. Dan bedoel je voedsel niet. Als het goed, als het slecht, dan er wie pluteren sogar bij de oren. Ja, der heeft dat ze staat, der heeft al een tupje gestohlen, nee. Der heeft toch eerlijk tupje bij dit jaar, nee. En dat is aber nicht so. Das ist Gott sagen, Jesus sagt ganz klar, wenn du ehrlich bist, wenn du erst das Recht Gottes siehst, wenn du dich anstrengst, wenn du arbeitest, das Gebet, was Gott am Anfang zu Adam und Eva gab, wenn du das tust, ich will die zijn, ik wil die zijn. Dat is mijn wille voor die leven. Dus ons haar is zoveel beter als wat we ons vorher voorstellen. En die wil die zijn. Dus de vraag wat ik vandaag voor die haar is God haar over die Finanzen en over die Arbeit. Wenn die kost maar een haar doen. Die kost entweder bis Gott doen, oder dat Geld doen. Die kost niet beide tegelijk doen. Is God haar over die Finanzen en over die Arbeit. Dit is Eingloven Media. Wenn du irgend Fragen oder Gebetsanliegen hast, bitte mal die an. Meier Tiken 591 751 7500 oder schreib uns einen Brief an einglovenmedia@gmail.com.